es hat eben von Anfang an einfach nur so Sinn gemacht, weil ich mich nie so elektronisch eingeordnet habe, als dass ich am Laptop stehen will und Filterabfahrten machen will und Ableton bedienen will, sondern wollte das schon immer als Band präsentieren. Und ich will auch, dass Roosevelt auf einer Bühne als Band wahrgenommen wird. Bin nach Köln gezogen und hatte so meinen ersten Kontakt mit elektronischer Musik. Das hat mir eben sehr gefallen, was da für eine Energie in einem Club entstehen kann. Und wollte aber nie Techno-Musik machen oder so, sondern war dann irgendwie in diesen beiden Welten. Habe immer noch in einer Indie-Band gespielt, Beat Beat Beat, und habe dann mit Roosevelt, glaube ich, versucht, das zu verbinden. Ich wollte dieses unmittelbare Feedback, was du hast, wenn du tanzbare Musik machst, eben nicht mehr missen nach dem ganzen Auflegen, und wollte aber immer noch Songs schreiben und Tracks mit Gesang machen und so. Und ich glaube, so ist es ein bisschen gekommen. Das kennen, glaube ich, viele, die irgendwas rumliegen haben, dass es sehr befreiend sein kann, das einfach mal hochzuladen. Und das war eher so was, ohne große Ziele damit zu haben. Und Greco-Roman hat es eben irgendwie gefunden. Ich weiß bis heute nicht wie. Das hatte irgendwie 100 Plays oder so. Und das heißt, ich hatte nie diese Phase, wo ich ein Label gesucht habe. Und das ist natürlich ein großes Glück irgendwie. Also am Anfang war es tatsächlich so ein Ding, wo ich dachte, das werde ich nie hinkriegen, ein komplettes Album zu machen. Und deswegen ist es vielleicht auch so ein klassischer Albumaufbau mit einem Intro, mit Interludes und so, weil ich genau darauf irgendwie Bock hatte. Und genauso wie ich am Anfang irgendwie das Experiment gemacht habe, meine ersten Tracks zu machen und einfach mal zu schauen, was passiert. Genauso naiv bin ich auch irgendwie ans Album rangegangen und habe einfach mal ein Album gemacht. Also steckte irgendwie nicht so ein Masterplan dahinter. Vielleicht kommt das auch vom Auflegen, dass ich auch viel Wert drauf gelegt habe, wie die Tracklist aussieht. Einfach geschaut habe, dass es von vorne bis hinten homogen ist und irgendwie Sinn macht, wenn man es durchhört. Ich glaube, es hat ein bisschen länger gedauert, weil ich diese komplette Zeit, die andere Bands oder auch Produzenten im Proberaum bzw. im Studio verbringen, bevor sie ein Album rausbringen, die habe ich halt auf Bühnen verbracht. Also es war schon immer sehr so ein Vorgang, der öffentlich stattgefunden hat quasi. Also ich habe auch immer neue Songs live ausprobiert und glaube ich auch einen großen Teil vom Album quasi auf Bühnen geschrieben, mehr oder weniger, weil ich total oft durch das Feedback gemerkt habe, der Teil funktioniert total gut, der Teil funktioniert überhaupt nicht, und deswegen war das eigentlich von Vorteil für mich, immer dieses Feedback zu haben. Und der Nachteil ist natürlich, dass es für die Leute, glaube ich, lang wirkte, weil ich schon sehr lange irgendwie auf der Bildfläche war. Ich mag das einfach, wenn zwei verschiedene Stimmungen aufeinandertreffen. Also ich mochte noch nie Musik, die zu sehr euphorisch ist und dann noch einen hedonistischen Text hat dazu, und also die zu sehr in eine Richtung geht. Und auf dem Album habe ich, glaube ich, versucht, genau so eine fast schon paradoxe Stimmung zu erschaffen. Also Musik, die einem erstmal irgendwie sagt, dazu muss ich jetzt irgendwie tanzen, aber die dann irgendwie, sei es durch einen Text oder durch eine Harmonie oder was auch immer, so reingrätscht. Ich will nicht schon wieder was versprechen, aber es gibt schon erste Ideen auch, und ich versuche natürlich irgendwie recht schnell nachzulegen. Es gibt tatsächlich schon irgendwie 3, 4 Songs, an denen ich gerade sitze. Und wenn das so weitergeht, vom Songwriting her, kann ich vielleicht nach dem Sommer nächstes Jahr das nächste Album aufnehmen. Ich habe da schon Bock drauf, so Prince-mäßig jedes Jahr ein Album zu machen. Das sollte eigentlich Ziel sein. Aber ja, keine Versprechung, aber mal sehen.